Nun, es ist so erwartet wie falsch. Falsch, weil Zölle die Wirtschaftsräume ja kleiner machen, also unterteilen und damit die Produkte teurer machen. Und die Antwort der Kanadier und der Mexikaner ist aus meiner Sicht verständlicherweise gegen Zölle, sodass also jetzt in dem amerikanischen Wirtschaftsraum die Produkte teurer werden. Das heißt, die Inflation steigt, die Kaufkraft nimmt ab für die Menschen und damit wird die Wirtschaft insgesamt geschwächt. Und eben auch die deutschen Produkte werden indirekt und direkt, die werden ja, die Autos vor allem in Mexiko mitproduziert, von Volkswagen sehr stark, dadurch teurer. Eine Partei, was viele Leute erlebt haben, seitdem die Ampel kaputt gegangen ist. Und also das ist eine schlechte Entwicklung, die am Ende auch die amerikanische Volkswirtschaft und die amerikanischen Verbraucherinnen und Verbraucher schädigt. Ich habe noch immer die Hoffnung, allerdings wird sie geringer, das gebe ich zu, dass das verstanden wird von der Trump-Regierung, von Donald Trump vielleicht selbst. Und wenn es nicht verstanden wird, dann würde auch Europa sicherlich auf Ähnliches mit ähnlichen Maßnahmen reagieren. Und wann Amerika sagt, nun ist mal genug, denn sie werden dann ja einen Zollstreit mit quasi allen großen Wirtschaftshandelsnationen, mit denen sie verbunden sind, das liegt alleine dann in Amerika. Aber es ist keine gute Entwicklung, sie bereitet mir und wahrscheinlich vielen anderen richtig Sorgen. Die Menschen finden, vielleicht die Menschen in Deutschland finden, um unabhängig davon, welche Partei es nach vorne zu bringen. Diese Frage muss in der Perspektive offensiv. Deswegen sollten wir eigentlich sehen, dass wir diese Spirale von Zölle, die Gegenzölle machen, unterbinden, wieder zurückkommen zu dem, wo wir mal waren, einem regelbasierten Ordnungssystem, in diesem Fall bei den Zöllen, organisiert durch die Welthandelsorganisation, die WTO. Und dann sehen, dass wir kooperieren, statt uns gegenseitig zu bekämpfen. Ich hoffe noch einmal, dass die amerikanische Administration das mal versteht, dass es am Ende nur Verlierer geben wird. Aber die Zeichen sehen nicht so aus, dass sie das verstehen wird, sondern wir müssen damit rechnen, dass auch weitere Schritte, möglicherweise auch gegen Europa selbst, erhoben werden. Im Ausland. Und das nur in Anführungsstrichen, wegen. Wir haben ja schon Erfahrung mit Trump 1. Damals hat Europa ebenfalls mit Zöllen reagiert und die Vorbereitungen auf so eine Maßnahme sind abgeschlossen. Sie betreffen dann amerikanische Verbrauchsprodukte in Europa. Und viele von diesen Verbrauchsprodukten werden in den Staaten produziert, wo die Republikaner, also Donald Trump, seine Mehrheiten hat. Das ist also klug und zielgerichtet und scharf vorbereitet. Aber noch einmal, ich hoffe nicht, dass diese Vorbereitung zum Einsatz kommt, dass die geschärften Waffen auch zur Anwendung kommen, denn das ist die falsche Entwicklung. Aber ich will meinen Eindruck jedenfalls teilen, weil mir das so viel bedeutet. Dass für die Automobilindustrie die Zölle haben tatsächlich, auch weil sie relativ kurzfristig kommen, erhebliche Auswirkungen, gerade auch auf die deutsche Automobilindustrie. Es sind ja relativ viele Automobilhersteller in Mexiko mit Werken aktiv, auch Automobilzulieferer. Insofern ist ein Zoll von 25% tatsächlich ein großes Problem. Es wird die Kostenvorteile des mexikanischen Standorts im Wesentlichen aufbrauchen. Großes Problem, es wird die Kostenvorteile des mexikanischen Standorts. Sicherlich ist der Volkswagen-Konzern besonders betroffen mit großen Werken von VW und Audi in Puebla. Da werden Hunderttausende Fahrzeuge, im großen Teil eben in die USA exportiert. Der Kostenvorteil ist groß in Mexiko. Allerdings mit einem Zoll von 25% wird der Kostenvorteil zum großen Teil aufgebraucht kommen werden von Trump. Man muss sich sicher
Wir werden sehen, wir müssen unseren Markt in Europa weiter ausbauen für heimische Produkte und wir müssen eine andere Form der Kooperation mit China suchen. Auch das könnte eine Folge des starken Protektionismus von Trump sein. Von VW und Audi in Puebla.